Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Auswahl-Orakel heute. Nachricht für dich, such dir eine Seite aus. Silberner Buddha, roter Buddha. Ich gucke mal, dass ich heute verstärkt alle meine hellblauen Karten, blauen Karten nehme. Diesen Tick habe ich manchmal. Ich habe aber auch noch mehr Ticks, also von daher ist das wahrscheinlich der kleinste. Dauert jetzt einen Moment, ihr wisst es. Ich wiederhole mich nicht gerne immer. Ich mag keine hingelegten Stapel. Was natürlich an mir liegt, ne? Das kann ja jeder so machen, wie er will. Ich mag es eben nicht. Okay, dann gucken wir mal, was ich noch finde. Hier die liegende 8 ist noch blau. Gut, ihr Lieben, sucht euch eine Seite aus. Stresst euch nicht. Wer noch nicht so weit ist, kann ja auch anhalten, das Video. Was nehme ich denn? Ich bin heute schnell. Ich würde links nehmen. Gucken wir mal, was die linke Seite mit auf den Weg kriegt. Ja, spannend. Hier kommt Schutzengel Sonja oder Engel Sonja. Ich bringe dir eine Botschaft von einem Verstorbenen. Und die Botschaft heißt, ich bin glücklich und im Frieden, sorge dich nicht um mich. Vielleicht habt ihr das auch, dass ihr von Zeit zu Zeit mal an Menschen denkt, die ihr verloren habt. Bei mir ist es in letzter Zeit immer öfter der Hund und auch mein Vater. Da bin ich sehr glücklich damit. So, wir haben hier die himmlische Hilfe an. Irgendwie hast du wohl schon darum gebeten, dass dir geholfen wird, dass sich irgendetwas verbessert, dass du einen Weg findest. Und hier auf der Karte steht ganz deutlich, du hast um Hilfe gebeten, geh aus dem Weg und lass dir vom Himmel helfen. Das ist so ein Pendant, ne? Einsteils gibt man ab und betet und macht und tut und schickt Stoßgebete. Und andererseits wurschtelt man wiederum dran, selber eine Lösung zu finden. Ich kann das nur immer wiederholen. Wenn mein Leben schon aussichtslos war, kam die Hilfe oder das, was eine Wende gebracht hat, meistens nicht aus dem, was ich mir vorstellen konnte. Deshalb steht hier auch, geh aus dem Weg, also arbeite nicht dagegen, sondern begrenze auch das Thema nicht, wo kann es herkommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Es kommt öfters daher, wo es nicht vorstellbar ist, das sage ich immer wieder. Und sich nur auf das zu fokussieren, wo es herkommen könnte, ist eine Begrenzung. Also hier wird gesagt, dass Erholung dran ist und dass du dir auch keine Sorgen machen musst, denn in Zeiten, wo du dich jetzt erholst oder wo du ein bisschen dich rausnimmst, mehr dich um dich kümmerst, vielleicht auch mehr schlafst, hast du hier den Schutz drauf. Also das, was du dir erarbeitet hast, wird durch Erholung dir nicht weggenommen, sondern das ist geschützt. Und es geht sehr um Spiritualität und Religion. Ich denke, da ist ein großer Wachstumsprozess, gerade auch mit dieser Karte hier auf den Glauben zu vertrauen. Egal in welche Richtung du was glaubst, spielt keine Rolle. Auf das Urvertrauen zu bauen.
Das sind Aufgaben, die müssen wir immer wieder üben. Manchmal stehen die besser, manchmal eben schlechter, je nachdem, was auch im Umbruch ist. Und ja, da geht es vielleicht auch darum, deinen Glauben zu überprüfen, ein großes spirituelles Wachstum zu machen. Respekt. Mit der Schwingung der liegenden Acht kommt tiefes Verständnis für die dualen Zusammenhänge auf der Erde zu mir. Aus diesem Verstehen gewinne ich die Weisheit, mich und meine Individualität, aber auch andere Menschen zu respektieren. Das scheint hier die Lektion zu sein, ne? Den Blickwinkel zu wechseln, die anderen nicht zu verurteilen, zu verstehen. Andere haben auch ihre Aufgabe. Oftmals empfindet man das ja so, als dass die einem zu Leid leben. Mag in manchen Fällen auch sein, aber auch das hat dann wieder einen begrenzten Horizont beim Gegenüber, ne? Und das so lassen zu können und für sich selber trotzdem gerade zu stehen, dem anderen mit Respekt zu begegnen und dir selber auch, ist hier mit Teil der Botschaft. Das ist jetzt sehr passend. Wir haben hier die Acht der Erde. Hier kann sein, dass du nochmal irgendetwas lernst, dass du dir Wissen ansammelst, dass du studierst, was um dich herum Wichtiges zu tun gibt, dass du dich beliehst, dass du deine Themen verfeinerst oder irgendetwas mehr Raffinesse einhauchst. Und hier kriegst du auch einen Lohn für deine Arbeit. Hier kommt praktisch die Belohnung. Ja, und die Belohnung kommt hier, indem es einen Umbruch bei dir gibt, wo du hier tatsächlich die Veränderung auf den Finanzen, ein Wachstum reinkriegst, einen Schutz, der sich auf dein Materielles legt, auch wenn du dir die Zeit nimmst, dich auszuruhen. Hier entsteht etwas Neues, etwas kommt an die Oberfläche, was dann zur positiven Veränderung führt. Weil wir hier das Lernen haben, kann es durchaus auch sein, dass du irgendetwas verfeinerst oder spezieller tust, um danach eben den Mehrwert daraus zu ziehen. Da die Fische hier auch für die Gefühle stehen, denke ich auch, dass sich emotional etwas tut, das dir mehr Gelassenheit mitbringt oder eine tiefere Verwurzelung in den Glauben, in das Geschehen auf der Erde oder im Leben überhaupt. Okay, dann nehmen wir die andere Seite. Auch schön. Ihr habt Shanti. Ich bin der Engel des Friedens. Ich überbringe dir neue Ruhe und zukünftig einen sanfteren Weg. Also es wird einfacher für dich. Du kannst einen Gang runterschrauben. Gleichzeitig darfst du dich groß träumen. Hier kommen ähnliche Botschaften. Also traue dir auch zu, größere Dinge umzusetzen. Gib dich nicht mit Kleinigkeiten zufrieden oder lass dich abspeisen. Stell dir auch vor, wie erfolgreich du bist. Also das Ganze auch nicht zu begrenzen, nachdem man strebt, ist ja Teil dieser Botschaft. Du bekommst Unterstützung auf deinem Weg. Deine Transformation hier in eine ruhigere Phase wird viel dadurch bestehen oder entstehen, dass dir geholfen wird. Das kann von Umständen sein oder auch von Personen, die dir Hilfe mitgeben, vielleicht auch irgendwo Input. Und du darfst ja aufhören, das Schlimmste zu erwarten oder sich selbst erfüllende Prophezeiungen zu erschaffen. Es liegt viel an der Kraft der Vorstellung. Ne? Was du bist, wirst du morgen sein. Heißt natürlich auch, wenn ich immer an Mangel denke, konzentriere ich mich darauf, befinde mich immer im Feld da drin. Aber wenn ich mal über den Tellerrand gucke, gehen auch wieder neue Dinge auf.
Was nicht heißen soll, dass der Mensch alles selber macht oder sich selber herprophezeit. Die Umstände sind manchmal eben auch von außen so gegeben, dass du dich mitdrehen musst und ja, erwarte einfach nicht das Schlimmste, sondern lass dir hier Perspektive für Unterstützung, für friedlichere Zeiten und für größere Träume. Für dich fällt hier die Seelengefährtenkarte. Hier geht es auch um gemeinsames Vorhaben, vielleicht auch um partnerschaftliche Dinge, die sich jetzt beruhigen. Und es geht darum, auch ein gemeinsames Projekt voranzutreiben, also mit jemand Speziellem, der dir als Unterstützung zur Seite steht, das Licht auf die Erde zu transportieren oder das Licht in eine Situation zu bringen. Ja, hier habe ich schon die 9 der Luft mit dem Mond. Ne? Da sind viele Gefühle, da mag es Unruhen geben. Da sprechen die Schatten mit dir, aber hier wird sich einiges beruhigen. Auch das Gefühlsleben kann wieder besser stehen oder mehr auf sein Fundament bauen. Auf das emotionale Fundament, das man normal hat, wenn man nicht in einer Ausnahmesituation ist. Und hier kann sich auch alles stabilisieren, was um das Thema Beruf, Umgebung, Umfeld, Wohnumfeld zu tun hat oder auch das Arbeiten von zu Hause aus. Ne? Hier wird es dir möglich sein, hier ist Kopflastigkeit und hier ist emotionales Chaos, da wieder mehr ein Gleichgewicht zu finden in dir. Bei allen Themen, die das auch hervorruft. Ja? Kann was Berufliches sein, kann auch das Umfeld sein oder aber auch nur das Gefühl, das kennt ihr alle, man ist genervt, nichts klappt, man weiß nicht warum, es gibt keinen Grund. Und sowas hier wird hier angezeigt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.